Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu meinen Häkelprojekten. Immer samstags kommt ein Video zu meinen Häkelprojekten und dienstags ein Video zum Diamond Painting. Ja, ich habe hier meine kleine Dackeltasche. Das ist das Tuch, was ich im Auto sozusagen häkel, wenn ich warte. Mit einer Vierernadel und diesem Bobbel aus dem Etsy Shop von Miss Pimpinella. Der ist vierfädig, hat 900 Meter, den Namen 24-22 und ist 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Ja, und der ein oder andere kennt es. Das ist mein Versuchsherzchentuch mit der Vierernadel. Zu den Herzchen gibt es eine Anleitung, aber mit einer Dreiernadel gehäkelt, weil ich finde, da ist das Muster einfach ein bisschen filigraner. Das Tuch ist schon wirklich groß. Also es hat lange Seiten, weil ich das sehr spitz gehäkelt habe oder am Häkeln bin. Ja, ich finde es nicht schlimm. Dann geht es wenigstens schön weit runter. Der rosane Bereich ist ja mit den Herzchen und der grüne Bereich wird abwechselnd gemacht mit Überkreuzstäbchen. Also über Kreuz und dann normale Stäbchenreihe drüber und dann wieder über Kreuz. Ja. Da ist mein Maschenmarkierer, den wir jetzt zusammen versetzen. Das sind die süßen Kätzchen. Die waren oder sind auch von Miss Pimpinella. Da habe ich die oder mehrere mir da gekauft. Also es war so ein Bündel. Ich glaube 4 oder 5 Kätzchen waren das. In unterschiedlicher Färbung. Die haben mir aber sehr gut gefallen. Die sind sehr süß. Ja, das ist das erste Projekt und wie gesagt, es ist von den Seitenflächen her sehr groß schon, aber die 900 Meter dürfen da ruhig noch ein gutes Stück reinwandern. Genau. So. Dann habe ich glaube nur 1 oder 2 Runden an der Drachenhexe. Drachenkönigin heißt der Bobbel, gehäkelt. Der hat diesen schönen Farbverlauf. Ist aus dem Etsy Shop Unicatis Bobbel. Hat 1000 Meter, ist vierfach, 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Und da bin ich noch bei der Vanille beschäftigt. Das soll ja so ein kleines Jäckchen einfach werden. Mit so einem ganz zarten, leichten Muster. Also das hier wird sozusagen außen, hier immer so 3 Stäbchen sind in dem Muster drin und das hier wäre die Rückseite. Ja, genau, das häkle ich mit einer 3,5er Nadel und ja, da kam ja eine Reihe drauf. An der zweiten bin ich jetzt sozusagen, also die zweite, oder eher anders, 1, 2, ja, da kam jetzt sozusagen fast die dritte Reihe, aber nur fast. Ja, für den Bobbel hier hatte ich ja auch sozusagen ein kleines Zuhause gesucht und weil ich den nicht gerne, oder anders, ich möchte nicht gerne meine Häkelsachen, meine Garne bei mir auf den Boden stellen, weil
wir haben ja eine Hündin und die ist jetzt wieder wunderschön in ihrem Fellwechsel drin. Und bei den hellen Garnen sieht man das halt dann sehr, sehr stark, weil sie ist schwarz und ja, da ist das dann vielleicht nicht so schön, wenn ich jemand anderem die Häkelarbeit zeige und dann sind da die Hundehaare mit dran. Ja, aber er hat ein Zuhause gefunden, die Drachenkönigin, in diesem kleinen Beutelchen. Den hatte ich auch von Miss Pippinella, glaube ich, ja. Genau. So, den Markierer habe ich schon versetzt, meine Uhr. Aber das hier Projekt, das hat keine Eile. Das darf wirklich so ein bisschen wachsen, wie es mir in die Hände fällt. Gut Ding will Weile haben, also kann es ein bisschen auch ruhen. Ich glaube auch, dass ich das jetzt die kommende Woche nicht weiterarbeite, weil ich ja mein Projekt hier, was ich im Winter angefangen habe, einmal weitermachen wollte. Und zwar, das habe ich gar nicht in den Händen gehabt. Der Markierer ist noch genauso wie das letzte Mal. Das ist einmal Flowers Moonlight Yarnart, 53 Cotton, 43% Pack und 4% Metallic. Hat 1000 Meter. Einmal hier die Farbnummer und das Lot. Und ja, den möchte ich jetzt weiter häkeln. Das ist ja schon der zweite. Der erste ist noch hier verborgen. Da drin. Ich weiß gar nicht, ob man den so gut sieht. So. Ja. Und der hat dieses Hexagon entstehen lassen mit dem Muster. Also das ist abwechselnd einmal ein Reliefstäbchen, einmal ein normales Stäbchen und das einfach als fortlaufendes Muster. Und das wollte ich mir ja sozusagen einmal das Hexagon als Oberteil machen, also zweimal denselben Verlauf sozusagen und dann mit dem Rest, der ja übrig bleibt, muss ich kurz gucken, so rum, ja, also das muss natürlich noch wachsen, ja. Und mit dem Rest, der davon dann noch übrig bleibt, also mit dem bisschen dunkleren Teil, wollte ich unten noch ja, einen Rock dran häkeln. Mal schauen. Du siehst ja, ich bin nicht die Schnellste. Aber wie eben schon gesagt, gut Ding will Weile haben. Eins ist ja schon mal fertig. Und das möchte ich die Woche oder die kommende Woche auf alle Fälle noch handarbeiten oder da dran. Gehäkelt wird das hier mit einer Dreiernadel. Da habe ich hier jetzt die Nadel von Prüm drin. Die ist wirklich sehr schön, arbeitet schön mit dem Garn. Die gefällt mir für dieses Garn sehr, sehr gut. Ja, der hier soll auf alle Fälle jetzt mal die Woche ein bisschen weiter wachsen. Und dafür wird einfach hier die Weste, die das werden soll, ein bisschen ja, ruhen, sagen wir mal so. Ja. Wie sagt man, aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
aber sie wird jetzt ein bisschen aufgeschoben sozusagen. Ja. Dann habe ich die Woche noch hier am Häschenbeutel gehäkelt. Na, das meinte ich damit. Und dann hat man überall die schönen Hundehaare. Ich meine, ist nicht schlimm. Mich persönlich stört das jetzt nicht. Aber ich finde, so zum Zeigen ist das schöner, wenn man das ohne das sieht. Ja, da ist einmal der Bobbel von Miss Pimpinella drin. Der OV15, vierfädig, hat 900 Meter. Und hier wunderschön Pastell. Erst so ein bisschen rosalastig und dann geht da so ein bisschen in das Vanille rein. Und damit häkle ich die Dreiernadel. Das war jetzt ein Satz, oh je. Es wird hier sozusagen eine Sternenweste. Also da oben ist nachher Kopf, hier kommen Arme hin und das ist der untere Teil. Ich habe auch jetzt schon gemessen, also ich könnte jetzt bei der nächsten Runde werde ich die Armausschnitte mit dran häkeln und dann muss es halt nur noch so lang wachsen, bis mein Bobbel aufgebraucht ist. Ja. Die 3,5 Reihen hier kamen dazu. Das ist ein Muster, dieses V-Muster, einmal immer im normalen Verlauf, also in eine Masche rein, ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Und ich finde das sehr, sehr schön. Ich finde, das ist ein Muster, was immer was hermacht irgendwie. Super einfach, aber ich finde auch ein kleiner Hingucker. Na. So, genau. An der werde ich auch die Woche etwas weiter häkeln, weil das Muster, wie gesagt, wirklich mega einfach ist und man muss sich dann nicht so viel konzentrieren, sondern das läuft einem gut von der Hand. Das hier ist sozusagen das, was ich immer morgens gehäkelt habe vor der Arbeit. Vielleicht tausche ich das da aber auch mit ihm hier, damit hier einfach ein bisschen mehr Fortschritt zu sehen ist. Mal schauen. Ja, und dann komme ich auch schon zum letzten Projekt. Das häkle ich mit einer 3,5er Nadel. Ich muss sagen, nachdem ich jetzt so viel mit den Griffen sozusagen gehäkelt habe, ja, ist das hier wieder eine kleine Umgewöhnung für mich. Warum auch immer. Aber nichtsdestotrotz, ich mag die Nadeln unheimlich gerne, diese Metallnadeln. Und deswegen waren die mal in einem, ich glaube 5 Nadeln habe ich mir davon mal gekauft, sind die mal bei mir eingezogen. Ja, das hier ist einmal dieses kleine Quadrat. Du siehst hier ein super leichtes Muster drin mit Reliefstäbchen und dann hier oben mit den, ja, wie nennt man das, Granny-Muster? Muschelmuster, obwohl Muschelmuster ist das, glaube ich, nicht. Ja, auf jeden Fall mit diesem Muster hier. Ja. Ich hatte eine Reihe Stäbchen drüber gesetzt und jetzt dann mit dem Muster angefangen. Und je nach Muster häkele ich da einfach weiter. So sieht es von vorne aus sozusagen. Und hier siehst du dann ein bisschen besser, wie das Muster hier rauskommt. Gefällt mir sehr gut. Und lässt sich auch schön häkeln. Ja. Maschenmarkierer versetze ich gleich. Das hier ist so eine Bobbeldose auch von Miss Pimpinella. Oh je. Und hier, das ist einmal ein Bobbel
von den Märchengarn, 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Er ist ein Vierfachbobbel und 100 Gramm haben 380 Meter, eine 3er bis 4er Nadelstärke. Und der Bobbel wiegt insgesamt 260. Und so ist er einmal zusammengesetzt. Sehr, sehr schön. Ich freue mich nachher hier auf dieses Fliedertönchen. Das finde ich sehr, sehr schön. Obwohl mir gefallen ja alle meine Bobbels, sonst hätte ich sie ja nicht. Ne? Ja. Und auch hier, der bleibt immer zu Hause und deswegen darf das auch gerne so ein bisschen in dieser Box halt bleiben. Du hörst, dass das nicht komplett aufsitzt, weil der Bobbel ist ein bisschen hoch. Aber nachher, wenn das Innenleben sozusagen etwas lockerer ist, dann geht der Deckel richtig runter. Und die anderen Bobbel passen da normalerweise ohne Probleme rein. Ups. Wenn wir jetzt hier mal diese Schönheit ausprobieren, du siehst es, der passt ohne sich zu heben sozusagen, der Deckel. Ja. Ja. Aber da ich nicht vorhabe, dieses Projekt rumzutragen, bleibt das hier in der Box. Das hier finde ich sehr, sehr praktisch, wenn ich im Sommer draußen gehandarbeitet habe. Da war die wirklich sehr, sehr schön. Genau. Und das war sozusagen das letzte Projekt, an dem ich gewerkelt habe. Das hier darf auch dann die Woche so ein bisschen wachsen. Mal schauen, wie es ist. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn du mich vielleicht das nächste Mal wieder mit begleitest, wenn ich mir die Häkelprojekte von der Woche anschaue. Jetzt kommt bei uns ganz super die Sonne wieder raus. Da freue ich mich unheimlich. Auch morgens ist es ja noch mega kalt hier bei uns. Und mittags ist es eigentlich schon ja, wirklich warm. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man sich nicht erkältet, weil man das Wetter unterschätzt. Ja. Ja. Der Easy Start. In diesem Sinne hoffe ich, dir hat mein kleiner Häkelrückblick von der Woche gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, hab noch einen wunderschönen Tag. Bleib gesund, mach's gut. Tschüss.